Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Fall dann Medieval Dynasty, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, jedenfalls das erste Wort. Und heute schauen wir uns dementsprechend, ich werde auch tatsächlich eventuell mehrere Folgen auch machen. Unter anderem dann dementsprechend Patch-Übersicht. Gucken wir uns mal, was die Community so sagt und so weiter. In diesem Video gebe ich euch entsprechend eine kleine Patch-Übersicht, was diese Woche so geschehen ist. Und schauen wir uns dementsprechend dann auch die Kommentare an, die so über das Spiel, besonders die negativen, was sehr merkwürdig ist. Eigentlich dürften da gar keine Daumen runter Geschichten geben. Das bedeutet, wir sind hier in einem Alpha-Stadium vom Spiel. Aber dazu später. So, dann gerne dementsprechend, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da, gefällt mir und so weiter. Danke dafür schon mal. Und dann schauen wir uns das Ganze mal gleich mal an. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Updates und Fixes, was dementsprechend wichtig oder interessant ist, also nicht jede Kleinigkeit, wurde dementsprechend auch am 22. September, wenn man mit Frauen flirtet, entsprechend wird der Heiratsantrag erst akzeptiert, wenn wir als Spieler halt ein Haus haben. Was sehr interessant ist, das war mir gar nicht bewusst, dass man das konnte. Das Flirten mit der eigenen Mutter wurde blockiert. Ja, das wäre ja auch merkwürdig. Das wäre ja, dazu sage ich jetzt lieber nichts weiter. So, Probleme mit der Beziehung des Spielers zu einem Kind, das auch die Schwester oder der Bruder der Ehefrau war, wurde behoben. Dementsprechend kommen da seltsame Beziehungen halt nicht mehr zustande. Das ist auch halt so ein Punkt, was sehr merkwürdig, also ja, da gab es dementsprechend noch Verbesserungen und Änderungen, Inhalte von Ton bei NPC-Dörfern. Das ist, denke ich, mir mal so im Kleinigkeitsbereich gedacht. Dann schauen wir uns doch mal an. Die haben ja am 22. haben sie entsprechend 2 Updates am gleichen Tag rausgebracht, wenn ich das hier richtig sehe. Veröffentlicht am 23. und okay. So, Problem mit Dialog zur Rekrutierung von Personen, die auch nach der Rekrutierung zurückbleiben, ist nun behoben worden. Das Problem mit den seltsamen Beziehungen des Spielers zu einem Kind, okay, das hatten wir eben gerade unten. Das wiederholt sich gerade. Gab es da wahrscheinlich doch noch kleinen Fehler, doch nicht so ganz behoben. Ja, der Fehler mit dem Halten der Taste E wurde behoben. Was mir aufgefallen war beim Spielen, ich hatte ein Tier getötet und gehäutet, beziehungsweise das Fleisch, und dann das nächste. Und da konnte ich nichts mehr machen. Ich konnte tatsächlich auch kein Wasser mehr trinken. Also ich konnte nicht mich am Bach stellen und das Wasser trinken. Das hat alles nicht funktioniert. Da musste ich immer dementsprechend das Spiel neu starten, beziehungsweise ins Hauptmenü rein, um dann von da aus das Spielstand nochmal neu zu laden. Ja, Charaktere blieben auch immer stecken, gegebenenfalls beim Häuten von Tieren. Das wurde entsprechend dann jetzt auch behoben. Bug dementsprechend aus der Quest Unikos Teil 2 wurde dementsprechend auch behoben. Es gab einen NPC-Fackel, wurde zerstört, Soundbug. Das wurde dementsprechend auch nochmal behoben. Kurz und bündig, das sind so Kleinigkeiten im Endeffekt. Das aktuellste Update von Freitag, den 25. ist schon etwas, was die Fehlerbehebung angeht, etwas umfangreicher. Die Frau des Spielers hat eine neue Familie und erkennt den Spieler nicht wieder. Dieses Problem wurde behoben. Die Ehefrau und die Kinder sollten nun zum Spieler zurückkehren. Die andere Familie der Frau wird zu obdachlosen Dorfbewohnern, die ihr anheuern könnt. Traurig, Schicksal, Schluchz steht da nochmal dahinter. So, dann wurde dementsprechend noch ein Problem behoben, bei dem die NPCs stehen bleiben und zu Hause nichts mehr taten. Dies geschah beim Laden des Spiels und wenn der Spieler in das Dorf kann. Ja, die Möglichkeit, Tiere ohne Messer zu häuten, wurde dementsprechend auch korrigiert. So, und schwangere Frauen, die noch zur Arbeit eingestellt sind, arbeiten jetzt nicht mehr.
die gehen jetzt in den Mutterschutz. Interessant, das gab es damals auch schon. Interessant. Also laut den Herstellern des Spiels haben die sich ja erkundigt, wie die so früher gelebt haben. Und das bauen sie halt ins Spiel ein. Jetzt ist die Frage, gab es Mutterschutz wirklich? Googelt das mal, schreibt das mal in den Kommentaren. Ja, es gibt dementsprechend jetzt auch die Möglichkeit für die, die nicht so viel Blut sehen können oder gar kein Blut sehen können. Man kann es jetzt abstellen in den Spieleinstellungen. Die leeren Wassereimer auf der Karte wurden jetzt auch dementsprechend zum normalen Eimer ersetzt. Was ich sehr interessant finde, ist, die NPCs sterben jetzt an Altersschwäche. Also, was lernen wir? Sucht euch keine alte Frau aus, sonst ist sie schneller tot als du. Es wurde ja jetzt auch dementsprechend am 23. September eine Roadmap veröffentlicht, wo man schon erkennen kann, was aktuell so geplant ist noch. Natürlich abseits von den Verbesserungen und Bugfix und Updates, die noch sicherlich kommen werden. Da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Im 4. Quartal dieses Jahres kommen noch Ereignisse, Herausforderungen und Fischen dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Fischen angeht, wie die das umsetzen. Ich habe noch keinen einzigen Fisch in einen Bach oder in einen See gefunden. Ich vermute mal gegebenenfalls, dass sie das irgendwie dann auch damit man das auch sieht. Also nicht, dass man da nur Wasser sieht und die Angel reinwirft und das Wasser ist ja recht klar im Spiel. Besonders bei den Bechern ist es sehr, sehr klar. Da kann man durchgucken. Dementsprechend sollte man dann auch schauen, dass man da vielleicht dann, da wo die Becher runtergehen, ins entsprechende Bach dann, also Fluss, wie auch immer, dass man da dementsprechend dann vielleicht Fische sieht, die dann auch rumschwimmen und auch diese entsprechende Animation dann halt auch vorhanden ist. Was ich sehr gut finde, ist, dass es dann im 4. Quartal dann die Möglichkeit gibt, dann auch zu reiten. Das heißt, dementsprechend man ist schneller auf der Map. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die dann auch irgendwann mal die Map dann auch mal erweitern. Wenn man sich die Map genauer anguckt, dann so groß ist ja die Map nicht im Endeffekt. Man ist schnell im Endeffekt relativ von A nach B. Aber wenn man sich die Map dann genauer anschaut, sieht man dementsprechend an der Seite, ich war da noch nicht, korrigiert mich, lädt da eine neue Map? Fragezeichen. Ich war da tatsächlich noch nicht gewesen. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nur diese eine Map aktuell. Dass es dementsprechend, wenn man rübergeht, dann halt eine neue Map geladen wird im Endeffekt und dadurch eine Erweiterung stattfindet. Also ich denke mir mal, da ist einiges offen, da ist einiges geplant. Man sieht das an der Map, dass halt die Wege halt nach draußen führen. Im Quartal 21, nächstes Jahr im 1. Quartal, kommen dann dementsprechend noch die Töpferei, Imkerei, Herstellung von Alkoholika, und Banditen dazu. Weiterhin werden dementsprechend neue Sprachen hinzugefügt. Mir reicht Deutsch. Und entsprechend weitere Bugfix und Balancing entsprechend an der Optimierung auch gearbeitet. Auch hier ist es ganz wichtig, wir sind hier in einer Phase, in einer Early-Phase, wo es ganz wichtig ist, dass die Community entsprechend Tipps und Vorschläge und Verbesserung einreicht. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu den angekündigten, warum negative Bewertungen. Es gibt natürlich jetzt auf Steam auch negative Bewertungen, wobei die überwiegen natürlich die positiven, sehr positiv entsprechend das Spiel. Aber wenn man sich so die negativen Bewertungen so anschaut, ist es teilweise hier nicht gerechtfertigt. Es wird auch teilweise von Abstürzen die Rede. Das ist natürlich klar, wir sind hier in einer Early-Phase. Das bedeutet, und sozusagen auch dementsprechend nicht nur in einer Early-Phase, sondern man sieht auch dementsprechend, dass es sich hier um Alpha handelt. Also wir sind hier in einer Alpha-Phase. Viele verstehen scheinbar die Alpha-Phasen nicht.
Das Spiel selbst ist wunderbar spielbar schon, so dass man tatsächlich auch schon Geld ausgeben kann, also dementsprechend das Spiel kaufen kann. Man weiß, dass im Early entsprechend Bugs sein können, dass eventuell das eigene System damit Probleme hat, das Spiel auch zu starten, beziehungsweise es zu Abstürzen kommt. Jeder hat ein anderes System. Die Entwickler können nicht entsprechend auf alle Systeme Rücksicht nehmen. Hier wird entsprechend so optimiert, dass das auch alle Systeme vernünftig spielen können. Das ist wie bei jedem Spiel so, dass dementsprechend die Systemvoraussetzungen erfüllt sein müssen. Klar, logisch. Wenn das Spiel mal abstürzt auf dem eigenen PC, dann kann das mal passieren. Dann ist das halt so. Das ist halt noch nicht optimiert. Jedenfalls nicht so optimiert. Für eine Alpha-Version, muss ich sagen, läuft es wunderbar. Klar, hier und da einige Bugs etc., dass die dementsprechend jetzt ja auch jeden Tag verbessern. Also fast jeden Tag ein Update rauskommt. Deshalb verstehe ich dementsprechend tatsächlich so diese negativen Bewertungen direkt nicht. Unnötige Bewertungen sind tatsächlich teilweise dabei. Klar, eintönige Spielweise und Ablauf. Ja gut, wir reden hier, das ist so eine Sache, da kann man sich drüber streiten, klar. Ne? Aber die haben ja dementsprechend, wie ich auch schon an der Roadmap entsprechend gesagt habe, die bauen ja alles nach und nach ein. Tut mir echt eingefallen, macht keine nicht empfohlen Geschichte. Das ist völliger Quatsch. Das ist nicht gerechtfertigt. Wenn dementsprechend, das habe ich auch schon gerade gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, was fehlt, was man besser machen könnte, dafür ist die Early-Phase gedacht. Schickt das entsprechend an die Hersteller des Spiels, an die Entwickler. Schickt das an die Entwickler, diese Vorschläge, damit dementsprechend auch daran was getan wird. Klar, die Entwickler lesen sich natürlich auch die nicht empfohlenen Bewertungen durch. Aber das macht keinen Sinn, das als nicht empfohlen zu bewerten, nur weil jemand mal meint, dementsprechend, dass da mal so ein paar Soundbugs drin sind, dass man so zwingend ist, das Spiel neu zu starten, Spielmechanik mehr als ungenügend, magere Dialoge in Klammern, immer derselbe Schwachsinn. Da wurde ja auch wieder nachgeholt entsprechend. Es wurden Dialoge nochmal ein bisschen erweitert, ein Stück, und es wird immer weiterkommen. Leute, das ist eine Alpha. Ich verstehe das einfach nicht, dass dementsprechend immer wieder solche Geschichten kommen. Im Nachhinein habe ich hier dementsprechend ja auch eine negative Bewertung, wo der negative Bewerter entsprechend auch in Kommentaren nochmal reinschreibt, dass zum Beispiel Soundbug weg ist und so weiter. Das ist das Ding. Aber dieses nicht empfohlen bleibt trotzdem bestehen. Man kann das nicht ändern. Deshalb ist es für mich einfach unnötig, das Ganze als nicht empfohlen zu markieren. In dieser allgemeinen empfiehlt das Leben in den Dörfern sehr. Man sieht die Bewohner hier und da etwas herumlaufen. Manchmal sieht man die Bewohner auch wie, ja, Leute, er hat 26 Stunden Spielzeit. Ihr wisst, wie aufwendig das ist, entsprechend ein Dorf aufzubauen und dementsprechend Kinder zu bekriegen. Klar, am Anfang ist ein bisschen weniger los. Auch bei 26 Stunden kann immer noch weniger los sein. Aber hinten raus, umso länger man das Spiel spielt, wird doch viel mehr passieren. Es wird doch viel mehr die Wirtschaft, Boom, etc., Technologiebaum, etc., das kommt doch alles noch. Das ist alles viel zu vorzeitig bewertet, das Ganze. Deshalb verstehe ich einfach nicht diese als negative Bewertung. Klar, man kann diese Kommentare schreiben. Das gefällt noch nicht, das passt noch nicht, das ist mau entsprechend. Okay, das kann man ja machen. Das ist alles Meinung der Spieler. Das ist ja auch in Ordnung. Aber dieses nicht empfohlen ist für mich nicht verständlich. Wir sehen ja dementsprechend
um dann auch einmal das Positive herauszustechen, dass das Spiel überwiegend empfohlen wird. Es wird sogar dementsprechend hier, das meine ich habe hier gerade vor mir, dass jemand empfiehlt, auf jeden Fall das Spiel, aber sehr schönes Spiel, wünsche mir aber einen Koop-Modus. Und er bewertet das nicht negativ, das Spiel, sondern er gibt einen Vorschlag und aber empfohlen. Das ist das, was ich meine. Ne? Man kann Vorschläge geben, also empfohlen. Man kann natürlich die Vorschläge direkt dann dementsprechend an die Entwickler geben. Die gehen ja auch darauf ein und gucken und dies und das. Aber man muss bedenken, das Spiel selbst, die haben sehr viel Mühe gegeben. Das Spiel selbst kostet knapp 25 € aktuell in der Early Phase. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen. Steam hatte dementsprechend da aktuell, beziehungsweise war da aktuell ein Angebot entsprechend für eine Zeit. Und da habe ich es dementsprechend günstiger gekauft. Man muss bedenken, die dann, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber bis es aus einer Early-Phase raus ist, in der Regel dauert eine Early-Phase so an die 6 Monate, aber dadurch, dass das noch ein Alpha-Status ist, gehe ich mal davon aus, dass das noch ein bisschen länger gehen wird. Je nach Aufwand, Vorschläge etc. wird das Spiel später in der Endphase, Anführungsstrichen Endphase, das ist sicherlich dann bestimmt auch noch einiges machbar, wird das auch teurer. Daran muss man auch sehen, das wird ein Volltitelpreis werden später, sicherlich 100 Pro. Bei dem, was da an Aufwand hintersteckt. Und das ist ein großer Aufwand. Rein nicht nur Arbeitszeit, sondern auch kostenbedingt. Deshalb ist diese Early-Phase für die Entwickler mit dem niedrigen Preis tatsächlich, und das ist ein niedriger Preis, das ist die Hälfte von einem Full-Game, können dementsprechend die Entwickler an dem Spiel wunderbar weiterarbeiten. Die müssen sich nicht darum Gedanken machen, wie kriege ich das bis zum Release finanziert. Die sind entspannt dadurch, haben dementsprechend ein bisschen mehr Zeit, können sich dann dementsprechend speziell entsprechend auf die Verbesserung und auf die, was noch dazu kommt, Erweiterung etc. Konzentrieren. Müssen keine Angst haben, dass denen auf Deutsch gesagt das Geld ausgeht. Hier haben die dementsprechend, wir sehen ja, es wird ja viel gekauft, es ist sehr beliebt. Also wir haben echt allein schon halt Bewertungen sehr viel, die zum Glück überwiegen das Positive. Deshalb meine Bitte wirklich, lasst das Negative einfach mal weg, wenn ihr irgendwas habt. Könnt ihr das auch als empfohlen machen, wenn euch das Spiel gar nicht gefällt. Okay, dann gut, negativ. Okay, aber dann müsst ihr es auch begründen. Nicht begründen, was fehlt oder ähnliches, sondern begründen, keine Ahnung. Ja, wobei, es gibt gar eigentlich bei der Alpha-Phase keine negative Begründung. Weil wenn einem das Spiel nicht liegt, dann kauft man das auch nicht. Also wenn dieser Bereich Wirtschaft, Simulation und so weiter, also dieses Mischmasch, was da so alles ist, so nicht gefällt, dann spielt man das in der Regel auch nicht oder kauft man sich das auch nicht. Weil eine Bewertung als negativ zu machen, gefällt nicht, nur weil das einen persönlich entsprechend vom Genre nicht gefällt. Nee, ist keine richtige. Dieses Spiel nicht empfohlen ist dafür da, wenn das Spiel wirklich für einen Eimer ist. Wenn du zum Beispiel mit deinem Charakter nicht laufen kannst. Das ist jetzt extrem Beispiel. Also, wie ich gesagt habe, das Ding ist in der Alpha-Phase und dementsprechend schickt Vorschläge, Verbesserung an das Entwicklerteam. Dafür ist die Early-Phase gedacht. Wie seht ihr das? Ihr könnt das gerne in den Kommentaren schreiben. Gerne kann ich das auch im nächsten Video dann auch zum Schluss auch gerne mal eure Kommentare entsprechend aus dem Video, aus den Kommentaren unter dem Video auch gerne mal im Video entsprechend selbstverständlich erläutern, ansprechen. Schreibt mal ruhig rein, was ihr so habt, wie ihr das so seht. Zum Schluss möchte ich einmal nochmal sagen, dass wirklich das Spiel eigentlich hier gelungen ist. Und es macht Spaß zu spielen.
Da ist viel Potenzial auf jeden Fall noch hinter. Da wird auch einiges ja noch kommen. Schauen wir mal. Ich werde sicherlich ein paar Videos mehr dann machen. Entsprechend gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Vielleicht bekomme ich auch noch mal so ein bisschen hin, dass ein paar Tipps und so weiter noch mal vielleicht mal mit einfließe, wie man was machen kann. Mal schauen. Warten wir mal gespannt, was so passiert. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann einmal liken, gerne Kanal abonnieren. Gleich mal ein bisschen Twitch-Werbung. Ich streame auch auf Twitch, auch unter Sofa-Player. Links entsprechend natürlich unter der Beschreibung, unter dem Video in der Beschreibung. Und gerne mal vorbeischauen. Allerdings aktuell streame ich nicht das Spiel selbst. Ich werde es aber sicherlich auch streamen. Das muss ich mal schauen. Aber überwiegend wird das hier auf YouTube entsprechend auf dem aktuellsten Stand gehalten für euch. Und dann schauen wir mal, was in nächster Zeit so passiert. Schreibt in den Kommentaren entsprechend rein, was wir hier alles besprochen haben, was ich hier alles an Informationen gegeben habe, besonders was die Bewertung angeht, wie das entsprechend dann eure Meinung ist. Ne? Also dann bis zum nächsten Mal. Also bis dann.